So Freunde, weiter geht's mit dem Training für die Impulskontrolle für Profis. Wir haben jetzt schon 3 Videos hinter uns, beziehungsweise 2 Trainingseinheiten und eine Definition. Und dieses Training, das wir heute absolvieren, solltest du erst dann absolvieren, wenn du mindestens Training 1 und Training 2, also sprich einmal Anfänger und Fortgeschrittene trainiert hast. Und heute haben wir 3 weitere Übungen, die jetzt für Profis gedacht sind. Los geht's! Wir beginnen mit Training Nummer 1 und zwar die Leinenführigkeit Pro. Für dieses Training sollte dein Hund schon ein bisschen die Leinenführigkeit beherrschen, denn wir werden jetzt die Leinenführigkeit so gesehen erschweren. Wenn du nicht weißt, wie du eine gute Leinenführigkeit aufbauen kannst, dann schau dir gerne dieses Video, da haben wir ein ausführliches Trainingsvideo daraus gemacht, das du erstmal absolvieren kannst, wenn dir das hier etwas zu viel ist. Das Ziel dieser Übung ist, dass du locker und entspannt mit deinem Hund spazieren gehen kannst, an lockerer Leine, ohne dass der Hund sich von Außenreizen verleiten lässt. Vom Equipment her brauchst du einmal eine Ablenkung, die kannst du jedes Mal variieren und schauen, worauf dein Hund am meisten reagiert, ein Halsband und eine Leine. Und Trainingsort, wenn du die Möglichkeit hast, in einer reizarmen Umgebung drinnen zu arbeiten, dann würden wir das am Anfang erstmal bevorzugen. Oder halt eben draußen erstmal in einer reizarmen Umgebung und wenn dein Hund diese Übung gut kennt, dann den Reiz immer weiter erhöhen. Und die Dauer des Trainings, wenn du mit deinem Hund aktiv trainierst, dann achte darauf, dass du zwischen 1 und höchstens 5 Minuten arbeitest und dann zwischendurch Pausen reinbringst. Denn wir erinnern uns, in den vorherigen Videos haben wir dir erklärt, warum das Ganze so wichtig ist. Wenn du es noch nicht weißt, dann schau dir die Videos an. So, wir fangen jetzt auch schon direkt an mit dieser Übung. Ich habe mir jetzt als Außenreiz einmal hier so einen Ball genommen und Amalia mag diesen Ball ziemlich gerne, vor allem wenn er sich bewegt. Ziel ist es jetzt, dass ich mit ihr entspannt an der Leine laufen kann, ohne dass sie sich von diesem Reiz verleiten lässt, wenn dieser Reiz sich bewegt. Und genau das tun wir jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt einfach mal, sie hat jetzt natürlich auch die Erwartungshaltung, weil es auch eine Bestätigung von ihr ist. Und ich lasse jetzt einfach den Ball jetzt einfach mal fallen. Fein, Amalia, jawohl. Weiter. So ist fein. Und ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe den Ball einfach nur fallen lassen. Und im ersten Moment hat Amalia nicht reagiert. Wahrscheinlich hat sie es auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber im nächsten Moment hat sie gemerkt, oh, der Ball ist da und da wollte sie darauf. Denn sobald der Hund es schafft, sich diesen Außenreiz zu holen, dann ist es ein selbstlobendes Verhalten. Deswegen beginnen wir diese Übung immer in einer reizarmen Umgebung, wo wir den Hund zu 100% auch unter Kontrolle haben, dass er sich nicht selbst bestätigen kann. Deswegen auch Halsband und Leine. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, als ich jetzt hier war, wollte Amalia ja gerade noch zum Ball hin. Und in diesem Moment habe ich die Korrektur stimmlich gemacht. Das heißt, über ein habe ich sie quasi schon blockiert. Das funktioniert bei Amalia in diesem Reizzustand sehr gut und deswegen entscheide ich mich für eine verbale Korrektur. Sollte einmal die akustische Korrektur nicht funktionieren, und da gehe ich dann auf die körpersprachliche Korrektur, indem ich sie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränke, indem ich sie einfach nicht hingehen lasse. Wenn der Hund aber gezielt immer wieder dahin gehen möchte, dann ist es für dich ein Zeichen, dass der Reiz erstens zu groß war, dann solltest du den Reiz etwas kleiner machen und vor allem ist es ein Anzeichen dafür, dass du dann einfach Training Nummer 1 für Anfänger und Training Nummer 2 für Fortgeschrittene absolvieren solltest. Das Ganze werden wir jetzt noch einmal machen. Ich nehme mir jetzt einfach den Außenreiz. Macht der Hund das Ganze gut, bestätigen wir wie vorhin auch schon mit Sprache. Zusätzlich hast du noch die Möglichkeit, nach dem Pre-Mark-Prinzip zu bestätigen, indem du dem Hund einfach die Freigabe gibst, zu diesem Reiz hingehen zu können. Und wenn du genau wissen möchtest, was das Pre-Mark-Prinzip ist, in den anderen Videos haben wir da das Ganze etwas genauer erklärt. Lecker? Feines Mädeli. Das hat sie jetzt sehr gut gemacht. Ihr habt auch gesehen, Beschwichtigungssignale, Lefzen lecken die ganze Zeit. Das hat sie jetzt gut gemacht. Da schnuppert sie jetzt irgendetwas. Und als Bestätigung dafür
gebe ich den Außenreiz frei. Amalia, und nimm, auf. Jawohl, feines Mädel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Fein. Und je nach Hundetyp macht es hier mehr Sinn, die Freigabe zu geben oder auch nicht. Denn wenn dein Hund wirklich dahin geht und das dann nicht mehr loslässt, dann solltest du natürlich diese Freigabe nicht geben. Nur dann, wenn du deinen Hund nach dieser Freigabe auch immer noch unter Kontrolle hast. Und hier kannst du mit unterschiedlichen Ablenkungen arbeiten. Wir haben jetzt hier einfach mal einen Ball, aber du kannst unterschiedliche Spielzeugarten, du kannst vielleicht andere Hunde mit dazu nehmen oder vielleicht sogar andere Tiere, wenn du die Möglichkeit hast. Oder halt auch andere Menschen, je nachdem, wovon sich der Hund verleiten lässt, diesen Impuls nachgehen zu wollen, da kannst du individuell arbeiten. Also dieses Training wollen wir bewusst ohne Futterbestätigung arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Hund loben, dann nur durch Sprache oder durch körperliche Zuneigung, je nachdem, was für ein Hundetyp du hast. Du könntest auch mit Futter arbeiten, aber dir muss bewusst sein, dass du das später abbauen musst. Und aktuell habe ich ja den Außenreiz einfach nur fallen lassen. Das ist jetzt für den Hund weniger spannend und weniger anstrengend. Das Ganze werden wir jetzt nochmal machen, nur mit dem Unterschied, dass ich das einfach mal schmeiße. Fein. Feines Mädel. Feines Mädel. Fein, machst du das? Feines Mädel. Jawohl. Fein, fein, fein. Fein machst du das. Und das Ganze kannst du immer erhöhen. Jetzt haben wir hier so eine kleine Beißwurst und darauf fährt Amalia ein bisschen mehr ab als jetzt auf dem Ball. Ne, Fräulein? Oh. Okay, aus. So, ihr habt jetzt gesehen, das war jetzt kein guter Impuls, das war eine Selbstbestätigung, aber ich habe sie auch provoziert. Los. Nein. Jawohl, so ist es fein. Ihr habt jetzt gesehen, hier fällt es Amalia viel schwieriger, nicht hinzugehen. Fein. Feines Mädel. Also an sich kannst du mit den Außenreiz variieren. Einfach mal hinschmeißen oder fallen lassen oder hier mal so ein bisschen bewegen. Menschen dazu bringen, dass Menschen vielleicht mit diesem Außenreiz zusätzlich noch arbeiten. Also einfach kreativ sein. Umso mehr Variationen du reinbringst, umso besser wirst du das Ganze während der Leinenführigkeit trainieren können. Und weiter geht's mit dem nächsten Training, und zwar Aktionsabbruch. Diese Übung bzw. dieses Training ist für mich persönlich auch ein sehr spannendes Thema, denn wenn wir jetzt einen Reiz wegschmeißen, in unserem Fall haben wir hier einen Futterdummy, beziehungsweise wir haben jetzt hier unseren Mitomalia-Beutel und wir haben Futter drin. Ziel dieser Übung ist es, dass der Hund, nachdem er entweder eine Freigabe bekommen hat oder wenn der Hund sich selber entscheidet, etwas zu tun, dass er diese Aktion abbricht und zu dir zurückkommt. Die Voraussetzung für diese Übung ist, dass dein Hund einen sicheren Rückruf kennt. Beziehungsweise in unserem Fall werden wir hier das Hier benutzen, was im Grunde genommen nur bedeutet, dass der Hund im Vorsitz kommt. Der Hund sollte schon wissen, was hier drin ist. Und Amalia hat das schon gerochen. Wir haben jetzt hier einfach, sag mal, langweiliges Trockenfutter reingemacht. Und wenn wir aber möchten, dass der Hund diese Aktion abbricht, nachdem ich sie geschmissen habe, dann müssen wir dem Hund eine Alternative anbieten, die viel geiler ist als das, was gerade dort spannend ist. So bauen wir das Ganze auf. Später soll es natürlich so sein, dass der Hund, egal was da liegt, zurückkommt. Und in diesem Fall werden wir das so machen, hier haben wir langweiliges Trockenfutter drin und wenn der Hund sich dazu entscheidet, zurückzukommen, dann bekommt er eine Jackpot-Leckerli. Und was wir als Jackpot-Leckerli benutzen, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ich
habe es geschafft. Und zwar haben wir hier einmal vom Pets Daily die Entenhäppchen, wohlbedacht, von Vitomalia auch empfohlen. Und Hunde mögen sehr, sehr, sehr den Geschmack von Ente. Ist natürlich auch sehr fettig, vor allem auch während dem Training eine sehr gute Energiequelle für den Hund. Und aus diesem Grund benutzen wir als Jackpot-Leckerli die Entenhäppchen. Und je nachdem, was du für einen Hund hast, aber wir gehen stark davon aus, wenn dein Hund diesen Impuls nachgeht, dann ist es ein Hund, der sehr triebig ist. Und meistens mögen diese Hunde etwas lieber als Futter, und zwar Zerspiele. Und wenn dein Hund wirklich darauf abfährt, dann kannst du deinen Hund auch mit einem Zerspiel bestätigen. Und wir werden dir einmal das Ganze mit einem Jackpot-Leckerli zeigen und natürlich auch mit einem Zerspiel. Als Equipment benötigen wir hier einmal eine Schleppleine. Dadurch, dass wir hier drin sind, benutzen wir unsere 2,50 Meter Leine. Und den Hund solltest du gegebenenfalls an einem Geschirr befestigen. Hat den Vorteil, wenn der Hund wirklich den Impuls nachgeht und der nicht abbricht, dann kannst du wirklich einmal die Leine festhalten und wenn es zu einem Leinenruck kommt, dann verteilt sich dieser Druck komplett auf den Körper, sodass der Hund gesichert ist und sich dabei nicht verletzt. Und wie in jeder Übung auch, beginnen wir immer in einer reizarmen Umgebung. Wir beginnen auch hier in unserem Studio, wo wirklich 0 Reize da sind, nur die Reize, für die wir uns aktiv entscheiden. Wenn dein Hund diese Übung gut kennt, dann kannst du nach draußen gehen oder auch drinnen bleiben und den Reiz immer weiter erhöhen. Und jetzt legen wir los mit Training Nummer 2. So, bei dieser Übung geht es jetzt darum, ich werde jetzt hier einmal das Ganze schmeißen, werde aber die Aktion nicht sofort abbrechen. Ich beobachte erstmal, was der Hund macht. Geht der Hund instinktiv nach vorne, dann brichst du das Ganze ab, aber verbal, indem du ein Signalwort gibst, in diesem Fall hier ein Rückrufsignal. Und wenn der Hund nicht darauf reagiert, dann wird er in die Leine kommen, damit er sich nicht selber bestätigt. Wenn du dann merkst, okay, der Hund ist jetzt da vorne und dann solltest du ihn aber bewusst auch mit dem Jackpot-Leckerli ja abholen und zeigen, ey, ich habe hier etwas, das viel geiler ist als das, was da vorne liegt. Sollte der Hund von sich aus nicht dahin gehen, dann kannst du die Freigabe geben und dann kurz davor abbrechen. Und was Amalia machen wird, werden wir jetzt einfach mal sehen. Hier. Jawohl. Feines Mädel. Ihr habt jetzt ganz gut sehen können, Amalia ist hingegangen, obwohl ich ihr jetzt nichts gesagt habe, was auch vollkommen okay ist, weil so haben wir die Übung ja definiert. Den Leinenabstand habe ich auch so gewählt, dass ich am Ende der Leine immer noch die Möglichkeit habe, den Hund daran zu hindern, wirklich dran zu kommen. Sie hat dann auf den Rückrufsignal reagiert und ist in die Position reingegangen, die ich möchte und hat dann dementsprechend die Bestätigung bekommen. Das Ganze könnten wir jetzt auch so machen, indem ich Amalia bewusst hinschicke und kurz davor wieder zurückhole. Jetzt sage ich ihr aktiv, dass sie hingehen darf. Hol. Hier. Jawohl. Ihr habt das hier ganz gut gesehen. Sie hat jetzt nicht sofort auf meinen Rückruf reagiert, weil sie halt drin war. Sie wollte einfach dahin. Und aus diesem Grund haben wir hier, das ist jetzt so ein bisschen unpraktisch, Geschirr und Leine. Und in dem Moment, wo ich das Signalwort halt eben gegeben habe und sie nicht darauf reagiert hat, hat sie eine körperliche Korrektur bekommen, indem sie daran gehindert wurde, an das Zielobjekt dran zu kommen. Das Ganze können wir jetzt einfach noch einmal machen. Amalia, holt. Hier. Jawohl. Und das Ganze hat sie jetzt auch gecheckt. Sie ist hingegangen, sie wollte es nehmen und hätte ich nicht das Signal gegeben, zurückzukommen, dann wäre sie auch hingegangen. Damit der Frust sich jetzt nicht aufbaut, weil sonst lernt der Hund, okay, ich gehe jetzt dahin, aber er sagt dann sowieso immer wieder, komm zurück, gebe ich das Ganze jetzt einmal mal bewusst frei, dass sie auch wirklich hingehen darf. Amalia, nimm. Ui, fein. Und dann gebe ich ihr auch das, was drin ist. Feines Mädel. Ui, ui, ui. Komm hier. Jawohl. Fein. Ich habe jetzt nicht alles gegeben. Also hier die Frustration
nicht strapazieren. Mach das Ganze einmal, zurück, gib das frei. Mach das vielleicht zweimal, gib das frei. Aber nicht konstant, weil irgendwann mal wird der Hund sonst nicht mehr dahin gehen. Wenn du das Ganze auf Signal machst. Wenn der Hund von alleine diesen Reiz nachgeht, und hier muss man auch dazu sagen, wenn der Hund von sich selbst aus einen Reiz nachgeht, dann ist es für den Hund viel schwieriger, auf das Rückrufsignal zu reagieren, weil er sich für sich einfach entschieden hat, das ist geil und das will ich jetzt sofort haben. Und da musst du sehr gut beobachten und dann natürlich die richtige Entfernung in Bezug auf die Schleppleine haben. Und hier kannst du spielen, wie du möchtest. Du kannst die Distanz variieren, auf Entfernung vielleicht ein bisschen näher ran und unterschiedliche Objekte benutzen, unterschiedliche Bestätigungen auch benutzen. Und genau das werden wir jetzt einmal machen. Anstatt dem Jackpot-Leckerli werden wir jetzt Amalia ein Zerspiel anbieten. Und hier werde ich hier auch den Rückrufsignal geben. Sobald sie hier kommt, wird das Ganze markiert und bestätigt mit einem Spiel. Ob sie jetzt hingeht, guck mal hier, oder nicht, ist dann jetzt gleich ihr überlassen. Geht sie nicht, ist schon mal ganz gut. Ich möchte natürlich, dass sie hingeht und diese Aktion abbricht. Also sage ich ihr das Signalwort, dass sie es darf. Und kurz davor hole ich sie wieder zurück. Amalia, nimm. Hier. Jawohl. Fein. Und das Ganze können wir jetzt einmal kombinieren mit einem sicheren Loslassen. Und das Ganze können wir dann nochmal zusätzlich bestätigen, indem ich sie einfach dahin lasse. Aus. Jawohl. Und nimm. Fein. Und so hast du parallel 2 Fliegen sogar mit einer Klappe geschlagen. Denn du hast für unterschiedliche Signale unterschiedliche Bestätigungen. Jawohl. Und weiter geht's mit dem nächsten Training, Futter werfen und Basics. Diese Übung ist sehr cool. Zumindest für uns, die das durchmachen. Für den Hund ist es sehr schwierig. Und zwar wird das jetzt eine Reizüberflutung für den Hund sein. Ich habe jetzt hier ganz viele Leckerlis. Und die werde ich jetzt einfach schmeißen. Und währenddessen sollte Amalia hingehen wollen, dann gebe ich ihr ein Signal, Sitz, Platz oder hier, je nachdem. Dann gebe ich ihr auch eine Freigabe, dass sie gehen darf. Wenn ich dann irgendwann mal sage, okay, stopp, dann sage ich einmal Nein und gebe ihr ein Alternativverhalten, indem ich sie entweder ins Hier oder ins Platz oder ins Sitz bringe. Und das machen wir jetzt einmal. Amalia, lauf, bringen wir die raus. Nein, Sitz. Nein. Hier. Fein, nimm. Nein, hier. Nimm. Nein, Sitz. Nimm. 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 Da. Jawohl. Nimm. Sitz. Das ist für den Hund sehr, sehr, sehr schwierig. Die Leckerlis, die ich jetzt gewählt habe, muss ich ehrlich auch dazu sagen, es sind keine Leckerlis, die richtig geil sind. Umso geiler die Leckerlis, umso schwieriger die Übung für den Hund. Das Ganze kannst du auch mit Spielzeug machen oder mit Bällen oder mit sonstiges. Das kannst du mit allem Möglichen machen, den Hund eine Reizüberflutung geben, aber auch hier kontrolliert. Nicht, dass du die Reize komplett drauf schmeißt und der Hund weiß dann nicht mehr wohin damit, sondern so, dass du das Ganze noch unter Kontrolle hast. Und sollte jetzt Amalia ja trotzdem dahin gehen und wenn du jetzt das Signalwort sagst, nein, Alternativverhalten wird nicht durchgeführt und sie geht dann weiter, dann hast du immer noch die Möglichkeit, den Hund von den Reizen auf dem Boden wegzubekommen, indem du sie halt eben über die Leine in eine andere Richtung einfach bringst, wo sie nicht die Möglichkeit hat, an die Leckerlis ranzukommen. Wenn du schnell genug bist, dann kannst du auch Splitting benutzen, indem du einfach deine Hand zwischen Außenreiz, in diesem Fall Leckerli, und Schnauze hältst. Ansonsten verbale Korrektur,
Je nach Hund funktioniert das mal gut oder mal schlecht. Bei Amalia müssen wir sagen, die verbale Korrektur reicht meistens vollkommen aus. Zumindest wenn der Reiz nicht so stark ist. Sitz. Nimm. 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 Platz. Platz. Touch. Touch. Nimm. Sitz. Und ganz wichtig für euch, versucht auch während dem Training, also ihr habt jetzt gesehen, im letzten Durchgang habe ich bewusst kein Abbruchssignal gemacht. Denn beobachtet ein bisschen euren Hund. Wenn ich jetzt einmal Nein sage, dann hat manchmal Amalia gerade das Gefühl gehabt, okay, darf ich nicht. Und da müsst ihr einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und in diesem Moment habe ich dann einfach gemerkt, okay, wenn ich sie jetzt abbreche, dann könnte es auch ein bisschen dazu führen, dass sie mir nicht vertraut. Und aus diesem Grund habe ich sie einfach machen lassen. Jetzt ist alles weg und jetzt können wir weitermachen. Also beobachte deinen Hund ein bisschen im Training. Bei Amalia ist so, sie ist ein sehr sensibler Hund und wenn man einmal etwas lauter ist, dann hat sie das Gefühl, okay, was ist los? Die Welt spricht auf mich ein und ihr Leben hat keinen Sinn mehr. Deswegen da ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und wenn du einen Hund hast, der das Ganze natürlich verträgt, dann darfst du das natürlich ein bisschen intensiver machen. So, und jetzt habt ihr das Training für Profis gesehen. Natürlich war das jetzt hier wirklich in einer reizarmen Umgebung. Noch weniger Reize ist gar nicht möglich. Und aus diesem Grund konnten wir jetzt euch zeigen, wie das Training gut aufgebaut wird. Aber natürlich musst du das Training immer individuell mit deinem Hund gestalten. Beginne immer in einer reizarmen Umgebung. Und wenn du merkst, hey, das ist easy, dann mach und geh raus. Dann hast du einfach ein bisschen mehr Reiz und genau das benötigen wir auch, wenn wir eine gute Impulskontrolle bei dem Hund erreichen möchten. Zu diesem Training findest du auch einen kostenlosen Trainingsplan. Unten ist alles verlinkt und dann kannst du es dir kostenlos downloaden. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Gerne kannst du auch in unserer Online-Hundeschule vorbeischauen oder in unserem Online-Shop, da haben wir regelmäßig neue Angebote für dich. In diesem Sinne, liebe Hundefreunde, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Ciao.